Guten Morgen, heute sind wir hier in Speyer am Technikmuseum. Nach dem Intro geht's auch gleich los, bleibt dran. Freunde, jetzt sind wir tatsächlich angekommen. Das ist natürlich schon fast ein bisschen viel, was man hier am Anfang sieht. Aber wir drehen jetzt mal eine Runde durch die Halle hier mit ihren schönen Exponaten. Ja, um jetzt ein bisschen eine Linie reinzubringen, gehen wir folgendermaßen vor. Wir schauen uns jetzt in erster Linie zuerst mal die Feuerwehrfahrzeuge an, danach die Loks und dann noch die Oldtimer. Das soll jetzt also der Start sein, unsere schöne Runde mit diesem tollen Mercedes. Ein Metz Ford FK 1000, die Firma Metz, ein Ausrüster der Feuerwehrtechnik. Wenn man die zwei Fahrzeuge so im Vergleich sieht, dann am Flughafen natürlich wesentlich größeres Gerät im Einsatz von der Firma Faun. Und zur Geschichte der Feuerwehr gehört zweifelsohne auch der handbetriebene Pumpwagen. Spannende Konstruktionen. Ja, die Leitern natürlich auch schon zur Zeit der Entstehung dieser Fahrzeuge maßgeblich für die Brandbekämpfung. Sehr viele Fahrzeuge auch aus Amerika hier. Die Autos. Sehr spannend und man sieht hier auch schon Gelenke an den Fahrzeugen eingebaut, um die engen Straßen zu bewältigen. Noch ein kleines Detail, das wir jetzt gerade beim ersten Rundgang ausgelassen haben, die Pumpe. Das war jetzt schon richtig spannend. Jetzt wollen wir uns mal den alten Dampfloks widmen, die hier noch in der Halle sind. Hier sieht man jetzt auch schon das erste Exponat, das wir uns ein bisschen genauer anschauen wollen. Die Lok TÜ 4327, also aus Polen. Es ist doch schön, wie hier auch die kleinsten Flächen für Exponate genutzt werden. Die Reisekoffer-Annotatio. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir einen Blick in den Führerstand werfen können. Ja, erstmal der Blick durchs Fenster hier auf die Anlage, natürlich wahnsinnig imposant. Hier stand der Lokführer und hat das Riesenschiff hier bewegt. Heute sehr heiß. Obwohl der Ofen aus ist, dann kann man nachempfinden,
was für Temperaturen hier drinnen geherrscht haben müssen, als das alles hier in Betrieb war. Natürlich schon wahnsinnig imposant. Jetzt drehen wir noch die Runde fertig hier bei den Loks. Hier sieht man einen Wagen der Merkur-Bergbahn in Baden-Baden. Das war natürlich schon wirklich toll. Die Merkurbahn fährt übrigens heute immer noch. Hier sieht man mal die ganze Mechanik, die so unter einem Wagen sich befindet. Auch hier der Lokführerstand. Da musste man schon ein breites technisches Verständnis haben bei den ganzen Anzeigen. Dies ein Exponat der Deutschen Reichsbahn, was natürlich für den sicheren Bahnbetrieb auch notwendig war, waren diese Stellwerke in der unterschiedlichsten Ausführung zu sehen. Es ist schon wirklich beeindruckend, was hier für eine Sammlung in Speyer steht. Ein weiteres Exponat der Deutschen Reichsbahn. Der Lokführer in der Originalarbeitstracht der damaligen Zeit. Hier noch erwähnt, Lok und Tender ein Gesamtgewicht von 159 Tonnen. Das ist schon wirklich schön gemacht hier. Mit dieser Lok verlassen wir jetzt mal die Dampfepoche. Eine der ersten elektrisch betriebenen Eisenbahnen. Das Gebirgslok-Krokodil der Schweizer Bundesbahn. Schon eine beeindruckende Lok und in der Form so tatsächlich etwas an ein Krokodil erinnernd. Man beachte die Größe dieser Radreifen. Auch hier werfen wir natürlich noch mal einen Blick in die Fahrkabine des Lokführers. Ja, wie schon gesagt, widmen wir uns jetzt noch den Flugzeugen hier in der Halle. Die Tante Ju, wahrscheinlich eines der bekanntesten Flugexponate. Das gehört zweifelsohne zur Tschechischen Republik, dieses Exemplar. Und auch die Segler kommen nicht zu kurz. Es ist schon wirklich spannend hier. Flugzeuge sämtlicher Epochen zu sehen. Natürlich auch die unzähligen Fahrzeuge, die sich hier befinden. Wirklich schön gemacht. Wir gehen jetzt weiter in Richtung Raumfahrtausstellung. Das Erfinderland Rheinland-Pfalz hier auch sehr schön dargestellt. Unter anderem die bekannte Erdal Schuhcreme. Ein Segment der Ariane 5 zu sehen. Da haben wir schon das Schmuckstück sowjetischer Bauart, die Buran. Ähnlich wie beim Space Shuttle. Kleine Kunststoffplatten, die hier die Hitze von den eigentlichen Metallteilen abhalten soll. Die Geschichte hier zu Buran in diesem Museum durchaus spannend. Es gibt diverse Videos auf YouTube dazu. Da könnt ihr euch das mal anschauen. Tatsächlich die Buran auch im Einsatz. Wurde sie ferngesteuert genutzt, um den Gleitflug und den Wiedereintritt in die Atmosphäre zu simulieren.
Wie man hier an der Abnutzung der Treppe sehen kann, der Weg nach oben wesentlich beschwerlicher als nach unten. Hier kann man mal diese Dimensionen des Frachtraumes sehen. Der Blick in die Pilotenkanzel darf natürlich nicht fehlen. Ja, Kabelbäume von wahnsinniger Dimension, die hier durch die Raumfähre hindurchreichen. Hier sieht man mal diesen Flügel und das Triebwerk. Hier geht es noch mehr nach oben, bis hinten die Heckflosse zum Vorschein kommt. Hier noch ein paar Informationen zu den deutschen Kosmonauten und Astronauten. Auch die ehemalige DDR hatte doch einige Kosmonauten im All. Hier sieht man so eines dieser Module, die entwickelt wurden für den Flug mit dem Space Shuttle. Das sieht schon sehr wissenschaftlich aus mit den ganzen Apparaturen und Geräten für die Versuche. Hier sieht man noch das Space Lab. Es ist schon beeindruckend, was hier für Instrumente im Einsatz waren. Hier sieht man eine Sojus-Kapsel, vielleicht die bekanntere Kapsel der russischen Raumfahrt. Wenn man sieht, wie eng das hier drinnen zuging, das ist natürlich schon Wahnsinn für 3 Personen. Unglaublich. Jetzt hier noch ein paar Informationen. Hier sieht man Modelle der Sojus im Maßstab 1:20 rechts und links 1:10. Hier noch die Anzüge der Kosmonauten. Schon wirklich eine tolle Sammlung hier. Sehr empfehlenswert. Alles, was die Raumfahrt bislang ausgemacht hat, sei es russisch oder sowjetisch bzw. amerikanisch. Hier sehen wir nochmal die Raumstation ISS. Im Moment noch im Einsatz. Man kann sie vereinzelt nachts erkennen und sogar fotografieren. Ein weiteres Modell der ISS mit ihren Sonnenpaddeln. Hier sieht man die Checklisten für das Andocken an der ISS. Der Ausblick auf die europäische Raumfahrt darf natürlich nicht fehlen. Die Oberstufe hier in Original der Ariane 5 und in der heutigen Zeit natürlich auch die chinesische Raumfahrt durchaus nicht zu vergessen. Modelle vieler Satelliten und Raumstationen hier erkennbar. Columbus, eine der bekanntesten europäischen. Auch die Mondlandung kommt natürlich nicht zu kurz. Jetzt sind wir doch ganz schön ins Schwitzen gekommen hier in der Halle, aber auch die Raumfahrtausstellung natürlich durchaus sehenswert. Jetzt wollen wir noch einen kleinen Blick auf die Motorradexponate werfen, die sich ebenfalls hier in der Halle befinden. Eine Kawasaki. Eine Mars 1000 mit Seitenwagen.
TWN Boss von den Triumphwerken Nürnberg. Richtig, richtig schöne Motorradexponate hier. Die Quickly, ein ganz bekanntes Motorradfahrrad der damaligen Zeit. Spannend auch diese Motorradbetankungsanlage vom Rennsport. Das hat natürlich schon was. Eine Opel Neander von 1928. Herkules Wankel. Ein 80 Kubik Motorrad. Für viele der Einstieg in die Welt der Zweiräder. Eine Benelli 750 von 1976. Tatsächlich, wir können die Chance ergreifen und steigen mal hoch zur 747. Bevor wir jetzt den Aufstieg wagen, noch ein paar Fakten. Es ist natürlich schon mal beeindruckend, wie weit es hier hochgeht. Auf halber Höhe hinauf zum Highlight hier der 747. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die kleine Maschine. Hier der Blick in die Bordküche zum Steward. Und hier sieht man die Sitze der Economy Class. Hier sieht man das Cockpit mit den vielen, vielen Anzeigen und Instrumenten. Hier sieht man noch die Business Class. Die war direkt hinter dem Cockpit. Hier der Blick über die schöne Ausstellungsfläche. Das sind schon ordentliche Fahrwerke. Hier sehen wir einen Steward in der Originaluniform. Hier sieht man mal, wie beengt es hier in diesen Bordküchen zugeht. Jetzt nähern wir uns dem Business Class Abteil hier. Hier in der Business Class alles auf Porzellan serviert, stilgerecht natürlich. Hier jetzt der Arbeitsbereich der Piloten und des Flugingenieurs. Hier sind wir jetzt tatsächlich auf der Tragfläche unterwegs. Es ist schon wirklich, wirklich beeindruckend, was für ein riesiger Vogel das war. Hier kann man noch in den Frachtraum hinabsteigen. Es sind schon wirklich beeindruckende Dimensionen, was so ein Flugzeug hat, eine 747. Hier unten am Abgang vom schönen Flugzeug die Transrapid Magnetschwebebahn, der Hubschrauber von der Aeroflot. Hier mit der schönen Antonov 22 werden wir dann auch die Runde über die Flugzeuge beenden und werfen noch einen Blick in die Marineausstellung. Jetzt schauen wir uns noch die Antonov 22 an. Da werden wir jetzt gleich sehen, was für ein riesiger Frachtraum dieses Flugzeug hatte. Und hier sehen wir diesen riesigen Frachtraum.
Hier der Kontakt zum Piloten vom Frachtraum. Die Seilwinden. Natürlich wichtig hier zum Bewegen dieser Lasten und hier auch Deckenkräne direkt. Hier war der Weg des Lademeisters zum Piloten, als es dann endlich losging. Erstaunlich, wie begrenzt hier der Platz war. Aber klar, natürlich der Laderaum in erster Linie entscheidend. Und hier auf diesen Bänken, ja, da durfte die Mannschaft sich hinsetzen. Hier jetzt das Reich des Piloten. Das ist natürlich schon wirklich beeindruckend. Jetzt schließen wir also unsere Runde mit den Flugzeugen ab und gehen zum Seenotrettungskreuzer John T. Esberger. Das Hubschrauberdeck. Zu jedem modernen Schiff gehört natürlich auch heute der Hubschrauberlandeplatz. Jetzt drehen wir noch eine Runde nach vorne ans Bug. Auch zur Brandbekämpfung natürlich das Boot im Einsatz, deswegen hier die Schläuche und Verteiler. Hier jetzt die Brücke für die Außensteuerung. Hier sieht man so eine kleine Auflistung der Ausrüstung hier, der Schutzanzüge. Die Ausstattung der Küche hier gar nicht so ohne. Hier sehen wir noch so eine Kajüte. Das war jetzt tatsächlich der Seenotrettungskreuzer. Jetzt gehen wir noch geschwind ins U9, ins U-Boot. Hier sieht man den Torpedoraum. Der Platz schon ziemlich beengt hier drinnen. Das Unterseeboot U9. Jetzt sind Sie in unserem Original-U-Boot gelandet. Bedenken Sie, dass normalerweise 22 Leute als Besatzung an Bord sind. So, hier sieht man die Küche. Der Maschinenraum. Hier die Elektronik. 2 Maschinen. Hier war bestimmt angenehm warm. Hier sehen wir noch was ganz Seltenes, eine Do 24, ein Dornier-Flugboot. Kriegsschiffe, Segelboote, alles, was das Herz begehrt. Hier sieht man die Modelle mächtiger Kriegsschiffe, die Lützow Admiral Scheer und die SMS Regensburg. Das RWE
Jetzt gehen wir noch kurz zum Wilhelmsbau, schauen uns noch ein bisschen was zur Geschichte an. Und dann endet auch der schöne Rundgang hier übers Technikmuseum. Ja, ein erstes Fazit, man muss schon überall noch extra Geld einwerfen, um die Geräte in Bewegung zu sehen. Ist ein bisschen schade. Der Wilhelmsbau zum Abschluss. Ja, da wollen wir mal schauen, was uns da noch erwartet. Ja, hier sind wir jetzt im Wilhelmsbau. Hier sieht man das Set der Lindenstraße. Hier sieht man noch die Musikrollen. Eine Erntemaschine als Kinderspielzeug. Das war natürlich schon eine wahnsinnsmäßige Sammlung an Eisenbahnen. Final noch die Tierexponate. Hier geht die schöne Runde durchs Technikmuseum zu Ende. Mir hat es ganz gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, teilt und kommentiert das Video. Wenn ihr noch kein Abo habt, nehmt ein Abo. Ansonsten sage ich Tschüss und Danke, bis zum nächsten Mal.